Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit dem dritten Teil meiner historischen Aufklärung über die SS, so wie ihr euch das gewünscht habt. Und ich wiederhole noch einmal, in diesen Videos erkläre ich nicht die Gräueltaten der SS. Das könnt ihr in anderen Kanälen ansehen. Wieso soll ich das wiederholen? Ich stelle hier lediglich die Formationen der SS vor. Ohne Beschönigung, ohne Verteuflung, sondern rein faktisch aus Sicht der damaligen Zeit. Heute komme ich zur vierten Gruppe der SS. Das sind die SS-Totenkopfverbände. Ich habe sie gestern schon ein wenig angedeutet. Ursprung und Zweck sind ebenfalls von Günter de Alcuin in seinem Buch Die SS beschrieben. Ich zitiere: Einen Teil der kasernierten SS bilden die SS-Totenkopfverbände. Sie entstanden aus den für die Bewachung der Konzentrationslager 1933 einberufenen Freiwilligen der allgemeinen SS. Ihre Aufgabe ist neben der Erziehung des bewaffneten politischen Soldaten die Bewachung der in den Konzentrationslagern untergebrachten Staatsfeinde. Die SS-Totenkopfverbände verpflichteten ihre Angehörigen auf 12 Jahre. Sie rekrutierten sich zum größten Teil aus Männern, die ihrer Dienstpflicht in der Wehrmacht bereits genügt haben. Diese Dienstzeit wird in vollem Umfang angerechnet. Zitat Ende. Da die Totenkopfverbände wie auch die SS-Verfügungstruppe aus gut ausgebildeten Berufssoldaten bestanden, waren sie gleichfalls ein wertvoller Kern für die Waffen-SS. Ein als geheime Kommandosache bezeichneter Befehl Hitlers vom 17. August 1938 bestimmte die Aufgaben der SS-Totenkopfverbände für den MOB, also für den Mobilisierungsfall. Sie sollten ihrer Pflicht zur Bewachung der Konzentrationslager enthoben und als Stammtruppe zur SS-Verfügungstruppe versetzt werden. Ich zitiere eine Stelle aus Hitlers Befehl. Fünftens, Bestimmungen für den Mobfall. Die SS-Totenkopfverbände bilden die Stämme für die Verstärkung der SS-Totenkopfverbände, Polizeiverstärkung, und werden in der Bewachung der Konzentrationslager durch Angehörige der allgemeinen SS, die das 45. Lebensjahr überschritten haben und militärisch ausgebildet sind, ersetzt. Zitat Ende. Die letzte Gliederung sind die SS-Polizeiregimenter. Die SS übernahm im Laufe der Zeit die Kontrolle über die gesamte Reichspolizei. Aus der Polizei wurden besondere militärische Verbände gebildet, die ursprünglich als SS-Polizeibataillone bekannt waren und später zu SS-Polizeiregimentern ausgebaut wurden. Ich zitiere aus der Rede von Heinrich Himmler in Posen. Ich zitiere: Nun kurz zu den Aufgaben der Ordnungs- und Sicherheitspolizei. Sie sind im selben Rahmen geblieben. Was geleistet wurde, so kann ich nur feststellen, ist enorm. Wir haben rund 30 Polizeiregimenter aus Polizeireservisten und alten Polizeisoldaten, Polizeibeamten, wie man sie früher nannte, aufgestellt. Das Durchschnittsalter in unseren Polizeibataillonen ist nicht geringer als das in den Sicherungsbataillonen der Wehrmacht. Die Leistung ist über alles Lob erhoben. Wir haben außerdem durch Zusammenlegen der vorher aufgestellten Schutzmannschaftsbataillone der wilden Völker Polizeischützenregimenter gebildet. Wir ließen also diese Schutzmannschaftsbataillone nicht mehr allein, sondern führten eine Mischung von ungefähr 1:3 durch. Zitat Ende. Und jetzt trinke ich was. Um die Organisation der SS zu verstehen, muss man die Lehren, auf denen sie aufgebaut war, im Auge behalten. Sie liefern den Schlüssel zu ihren gesamten Betätigungen. Das grundlegende Prinzip bei der Auswahl war Blut und Auslese. Um Himmlers eigene Worte zu gebrauchen: die SS sollte ein
nationalsozialistischer Soldatenorden des nordischen Mannes sein. Als er der Wehrmacht die Gründe für die Betonung der rassischen Auslesegrundsätze und der Art ihrer Durchführung auseinandersetzte, sagte er: Von 100 Mann können wir im Durchschnitt allenfalls 10 oder 15 brauchen, nicht mehr. Wir verlangen das politische Leumundszeugnis seiner Eltern und Geschwister. Wir verlangen heute von ihm die Ahnentafel bis 1750. Wir verlangen selbstverständlich die gesundheitliche Untersuchung und sein Zeugnis von der Hitlerjugend. Wir verlangen ferner ein erbgesundheitliches Zeugnis, dass bei seinen Eltern und in seiner Familie keine vererbbaren Krankheiten vorhanden sind. Zitat Ende. Im Juli 1934 wurde die SS von Hitler als selbstständige Organisation der NSDAP bestätigt. Ich zitiere: Die Reichspressestelle der NSDAP gibt folgende Verfügung des Führers bekannt. Im Hinblick auf die großen Verdienste der SS, besonders im Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. Juni 1934, dem sogenannten Röhmputsch, erhebe ich dieselbe zu einer selbstständigen Organisation im Rahmen der NSDAP. Der Reichsführer der SS untersteht daher gleich dem Chef des Stabes, dem obersten SA-Führer, direkt. Zitat Ende. Die Grundsätze der SS waren die rassische Überlegenheit und Gehorsam, was sie sicherlich von anderen Einheiten und Parteigliederungen unterschieden hat. Gerade diesen SS-Polizeiregimentern wurden später schwere Verbrechen nachgewiesen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Diese Themen könnt ihr dann in den Massenmedien lesen. Die beten euch das jeden Tag vor. Meine Aufgabe hier ist, den Counterpart einzunehmen. Im Falle der SS habe ich nicht den Counterpart eingenommen, also ich habe nichts verteidigt, sondern ich habe in 3 Videos nur eine historische Aufklärung betrieben, wer und was die SS war. Alles dazu könnt ihr natürlich auch nachlesen, und zwar in meinem sehr, sehr umfangreichen Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2. Hier geht es auch um die Entstehung der Konzentrationslager und warum sie überhaupt entstanden sind. Ihr werdet euch wundern, warum die Konzentrationslager überhaupt entstanden sind und welche Länder schon vor den Nationalsozialisten Konzentrationslager errichtet haben. Auch demokratische Staaten. Deutschland muss vernichtet werden, ist der Titel meines brandneuen Buches, aktuell die 3. Auflage erschienen. Vielen Dank dafür, dass ihr mich unterstützt. Dieses Buch ist ein Andenken an unsere Toten, an die Millionen Opfer durch die alliierten Massenmörder, die unsere Großmütter und Großväter umgebracht haben. Mögen es Kriegsgefangene gewesen sein, Vertriebene, Ausgebombte, Kinder, Verhungerte. Ihr könnt alles in diesem Buch nachlesen, mit einer Liste, die es weltweit noch in keinem einzigen Buch gibt. Und zwar die verschwiegene Massenmordbilanz an uns Deutschen. Hier ist jedes einzelne Massaker aufgeführt, das heißt jede einzelne Todesart. Ich zitiere mal: Massaker Postelberg, Vertreibung, Aushungern, Deportation in die UdSSR, die Hungertoten, Vertreibung, Konzentrationslager für Deutsche, Rheinwiesenlager, Terrorbombenangriffe und so weiter und so fort. Alles ist hier aufgeführt und die Zahl geht in die Millionen. Ihr könnt es nicht glauben, wie viele Millionen es sind. Und es sind keine also keine Kriegsverluste. Es sind Kriegsgefangenenverluste in dieser Tabelle drin, aber keine Kriegsverluste, die kommen noch obendrauf. Also wenn ihr Teil dieses Gedenken werden wollt an unsere Großmütter und Großväter, die es sicherlich nicht verdient haben, dass man sie heute als Massenmörder beschimpft und es gab keine Trümmerfrauen, die Türken haben unser Land aufgebaut und so ein Quatsch, dann besorgt euch dieses Buch. Vielleicht leben ja auch noch manche, was ich hoffe. Und diese Menschen können dann nachlesen, was sie selber erlebt haben. Und
Vielleicht hilft es ja auch zur Aufarbeitung. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonnieren und folgt mir bei Telegram. Ich sage es jeden Tag, folgt mir bei Telegram. Alles ist unten angegeben. Und da kein Mensch davon leben kann, dass er kostenlos arbeitet, könnt ihr mich auch, wenn ihr wollt natürlich, wenn ihr meine Arbeit gut findet, ein wenig unterstützen. Gebt bitte, wenn ihr irgendetwas überweist, eure E-Mail-Adresse an, damit ich mich persönlich bedanken kann. Ich wünsche euch alles Gute. Bis morgen, euer Michael Krant.